Ich war vor Kurzem bei der amerikanischen Botschaft in London, um dort mein amerikanisches Visum verlängern zu lassen. Wie es mir dabei ergangen ist, davon werde ich dir in diesem Video berichten. Du hast es ja vielleicht aus einem meiner Videos hier schon entnommen. Ich bin 2008 in die USA umgezogen. Seitdem habe ich ein amerikanisches Visum und das muss man natürlich regelmäßig verlängern. Mein aktuelles Visum muss man alle 5 Jahre verlängern. Und jetzt war es mal wieder soweit. Ich hatte einen Termin bei der amerikanischen Botschaft in London für mein Visumsinterview. Im Vorfeld hat man ja hier alle möglichen schrecklichen Nachrichten gehört aus den USA, wie schlimm jetzt alles geworden ist unter Trump. Ich habe selbst schon einige Videos dazu gemacht, wie Ausländer gegängelt werden, wie Ausländer an der Grenze verhaftet werden und diese ganze Hysterie, die man hier vor allen Dingen aus den deutschen Medien entnehmen kann, dass man also letztlich hier als Ausländer in den USA nicht mehr gerne gesehen ist. Und jetzt war es natürlich für mich hier spannend, auch als jemand, der schon seit 2008 hier amerikanische Visa hat, amerikanische Visa beantragt, regelmäßig bei amerikanischen Botschaften ist, ob sich jetzt dieses Mal hier etwas geändert hat. Wie gesagt, das letzte Mal habe ich ein Visum verlängert 2020. Das ist also schon 5 Jahre her. Dazwischen ist viel passiert natürlich. Die Pandemie, Trump ist wieder an die Macht gekommen und so weiter und so fort. Also es war spannend hier, war wirklich etwas Schlimmes zu erwarten. Musste ich davon ausgehen, dass in der Botschaft hier ich gegängelt werde, ich vielleicht besonders hart geprüft werde, vielleicht meine Social-Media-Accounts besonders hier überprüft werden auf vielleicht Trump-feindliche Posts, die ich da möglicherweise gemacht habe. All das sind natürlich Dinge, die so herumschwirren als Gerüchte oder als Möglichkeiten, mit denen man sich hier als Antragsteller für ein solches Visum konfrontiert sieht. Zunächst vielleicht noch mal ein paar konkrete Fragen, die sich jetzt hier aus diesem Setup ergeben. Die erste Frage, die mir viele stellen, ist immer, warum hast du keine amerikanische Staatsbürgerschaft? Warum hast du keine Green Card? Das ist ganz einfach. Ich will hier nicht unter die unbeschränkte amerikanische Steuerpflicht fallen. Ich versuche momentan die amerikanische Steuerpflicht, die unbeschränkte jedenfalls, zu vermeiden. Ich halte mich in der Regel nicht mehr als 120 Tage pro Jahr in den USA auf, bin damit also dort nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Hätte ich jetzt eine Green Card oder die Staatsbürgerschaft, wäre ich dort natürlich dann sowieso steuerpflichtig, egal wo ich mich aufhalte. Wie gesagt, ich habe einen weiteren Wohnsitz in UK. Daher bin ich auch dort dann auf die Botschaft gegangen. Es ist die amerikanische Botschaft zuständig, in deren Land dein nicht-amerikanischer Wohnsitz sich befindet. Und du kannst auch zu den amerikanischen Botschaften gehen, dessen Staatsbürgerschaft du hast. Das heißt, ich hätte jetzt auch zur amerikanischen Botschaft nach Berlin gehen können, beziehungsweise zum Generalkonsulat in Frankfurt. Aber das macht ja für mich absolut keinen Sinn. Ich wohne schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland. Daher London ist die Botschaft, die hier meine Botschaft ist, die für mich zuständig ist, bei der ich auch schon letztlich viele Male gewesen bin. Wir haben sehr gute Anwälte, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Die betreuen dann auch unsere Mandanten, die hier amerikanische Visa bekommen. Die haben natürlich auch meine Unterlagen vorbereitet. Das heißt, ich war sehr gut vorbereitet auf das Interview. Ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste, dass dort alle Belege für die Verlängerung des Visums hier aufbereitet worden waren. Von der Seite gab es also nichts zu befürchten. 2 Tage vor meinem Botschaftstermin hatte ich nochmal ein Gespräch mit der Anwältin, nochmal ein Briefing. Ich muss sagen, dass auch die Anwältin ein bisschen nervös war. Sie hat mir gesagt, na ja, es sollte eigentlich alles gut gehen. Es sind ja hier keine Überraschungen, die zu befürchten sind. Du verlängerst ja nur ein Visum, das du jetzt schon hast. Aber momentan ist halt alles so ein bisschen im Fluss. Wir wissen nicht, ob sich da bei der Botschaft hier über Nacht irgendwas geändert hat. Bei den Prozessen werden vielleicht irgendwelche Fragen gestellt hier, mit denen man nicht rechnet, die auch wir als Einwanderungsanwälte nicht kennen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Wenn also irgend sowas kommt, Sebastian, dann bitte hier auf deinen Anwalt verweisen, hier nicht irgendwas beantworten, was du nicht beantworten kannst oder dich hier um Kopf und Kragen zu reden. Also sag einfach, dass dein Anwalt dann Kontakt mit der Botschaft aufnehmen wird,
wenn es hier zu Fragen kommt, auf die du nicht vorbereitet bist. Man muss ja dann in dem Antrag für das Visum hier auch letztlich seine Social-Media-Accounts angeben, also X in meinem Fall und auch LinkedIn. Das heißt, da muss man auf jeden Fall überprüfen, dass das natürlich dann übereinstimmt, ja, mit dem, was man in dem Visumsantrag hier angibt. Also wenn ich jetzt ein LinkedIn-Profil hätte, wo irgendwelche Dinge drinstehen, die überhaupt nichts tatsächlich mit meiner Person zu tun haben, oder ich dir irgendwas erfinden würde und man würde das dann anschauen, ja, und ein Konsularbeamter würde das dann prüfen und würden sagen, es gibt hier überhaupt kein Match, du beantragst hier ein Visum für diese Tätigkeit, auf deinem LinkedIn-Profil stehen aber komplett andere Sachen, dann wäre das natürlich ein Problem. Oder auch gar kein LinkedIn-Profil zu haben, gar kein Social Media zu haben, ist genauso verdächtig, ganz klar. Ja, das Beste ist, irgendwas zu haben, wo du ganz klar transparent bist. Natürlich gibt es hier diesen YouTube-Kanal, wir haben den Podcast. Es steht auch auf unseren Webseiten relativ viel über mich. Ich habe eine persönliche Website etc. pp. Also da ist alles natürlich hier schon dokumentiert, wenn man jetzt nach mir sucht. Also insofern, das ist im Grunde genommen schon gegeben. Aber das ist dann eben auch noch was man nochmal jetzt zur Sicherheit überprüft, nochmal anschaut. Das hatte ich natürlich dann auch gemacht. Der Interviewtermin bei der Botschaft ist dann eigentlich der letzte Schritt. Der Konsularbeamte sagt dir dann eigentlich bei dem Termin, dass dein Visum approved wurde oder nicht. Du lässt dann deinen Pass dort. Das Visum wird dort hineingestempelt und dann kommt der Pass dann zu dir nach Hause ein paar Tage später, 1, 2 Wochen später. Das ist das, womit man rechnen muss. Mein Interviewtermin war um 9:30 Uhr. Ich war um 9 Uhr da. Es ist die neue Botschaft in London, Nine Elms, eine richtige Festung, eine moderne Festung, muss man sagen, umgeben von einem Wassergraben. Es ist ja fast schon wie ein Burggraben, muss man wirklich sagen. Die Botschaft wurde ja unter Obama gebaut. Ein Riesenprojekt, 1 Milliarde Euro soll sie gekostet haben. Ist natürlich jedem klar, dass das nicht nur eine Botschaft ist, sondern das Entscheidende, was dort passiert ist, sind wahrscheinlich die Nicht-Botschaftstätigkeiten, ja, also die ganze Geheimdienstkoordination und so weiter und so fort, CIA, FBI und so weiter, was es dort nicht alles gibt, wird vermutlich von dort gemacht, weiß natürlich niemand, ja, aber das sind natürlich so die Dinge, die man so hört. Ja, es ist ein riesiges Gebäude, sieht ein bisschen aus wie ein Würfel, kannst du im Internet danach schauen. Also architektonisch schon auf jeden Fall interessant. 9:30 Uhr war der Interviewtermin, wie gesagt, ich war um 9 Uhr da und dann ging es eigentlich alles hier schnurstracks dann weiter. Man wird dann in die Botschaft geführt. Es gibt natürlich Sicherheitskontrollen. Man muss wie beim Flughafen hier durch Kontrollen gehen. Früher war es nicht erlaubt, das Handy mitzunehmen. Das musste man draußen lassen. Mittlerweile ist es erlaubt, aber Laptop und sowas, solche Dinge kann man nicht mitnehmen. Und im Grunde genommen spielt sich dann alles in einer Halle ab. In dieser Halle gibt es dann 3 Stationen. Die erste Station ist die, wo man ansteht und seine Dokumente abgibt, also sein Pass, sein Passfoto und die entsprechenden Begleitschreiben von deinem Anwalt. Bei Station 2 werden dann die Fingerabdrücke genommen und Station 3 ist dann das eigentliche Interview. Ich war insgesamt fast 3 Stunden in dieser Halle, also muss man sagen, das schon natürlich eine ziemlich lange Zeit. So die erste Phase, wo es also darum geht, letztlich hier die Dokumente einfach nur abzugeben, da musste ich ungefähr eine halbe Stunde anstehen. Von dort wird man dann an Station 2 geschickt, die Fingerabdrücke zu nehmen. Das ging im Grunde genommen ruckzuck, da gab es keine Wartezeit. Und die restliche Zeit dann, also fast 2,5 Stunden, stand ich in der Schlange hier für das eigentliche Interview. Da stehst du dann hier in der Schlange mit Studenten, die ein Studentenvisum benötigen und natürlich ganz viele Personen, die einfach ein Touristenvisum für die USA beantragt haben, die jetzt nicht in einem Land wohnen, wo der Visa-Waiver gilt. Die müssen natürlich dann dort in der Schlange stehen. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich auf der Botschaft war, vor 5 Jahren, gab es hier letztlich einen Sonderschalter für Business Visa. Da musste man also sich als jemand, der ein Business Visum braucht, nicht anstellen in der langen Schlange. Da konnte man hier die kurze Schlange nutzen. Vor 5 Jahren war meine Wartezeit, glaube ich, 15 Minuten. Eben das haben sie jetzt doch geändert. Das heißt, ich musste da tatsächlich in der Schlange stehen für 2,5 Stunden mit denen, die eben ein Touristenvisum beantragt haben und natürlich auch ein Studentenvisum. Das ist natürlich eine lange Zeit. Man kann natürlich jetzt ein Telefon benutzen, das geht schon. Auch kann man dort sich immer wieder mal hinsetzen für 2, 3 Minuten, bis dann die Schlange hier weitergeht. Also wie gesagt, Zeit muss man auf jeden Fall mitbringen. Ich habe dann hier so ganz interessante Unterhaltung mithören können, die so andere in der Schlange geführt haben miteinander. Da war zum Beispiel ein Mädchen, was 18 Jahre alt war, eine Britin. Sie hat ein Fußballstipendium bekommen in einem der amerikanischen Südstaaten.
war ganz begeistert. Eben alleine fürs Fußballspielen, ja, hat sie letztlich dieses Stipendium dort erhalten. Und das ist ja ein Riesending, denn die Universitäten in den USA sind ja unglaublich teuer. Da reden wir also von Beträgen, inklusive dann auch Übernachtung und so weiter, Zimmer von weit über 50.000 Euro im Jahr. Sie hat dort dieses Scholarship bekommen. Ja, das ist natürlich schon sehr interessant und das nur deswegen, weil sie gut Fußball spielen kann. Sport hat ja bei den amerikanischen Universitäten spielt eine unheimlich wichtige Rolle. Auch wie sich hier die Universität so präsentiert. Auf sportlicher Seite ist extrem wichtig für das Image. Je besser die Uni natürlich abschneidet, desto besser ist irgendwo auch ihr Ruf und ihre Reputation. Hier werden irgendwie Schlussfolgerungen gezogen von der athletischen Performance, dann auf die akademische Performance. Ob das so 1:1 geht, naja, ich weiß es nicht. Aber es gibt dann eben auch alle möglichen Sportarten in den USA. Ich kenne das auch von anderen britischen Schulen. Selbst wenn du zum Beispiel Rugby spielst, was ja keine Sportart ist, die jetzt sehr bekannt ist in den USA, kann man ein Stipendium bekommen für Tennis, für Schwimmen. Also wie gesagt, wer hier sportlich begabt ist, der kann relativ einfach, würde ich sagen, ja, wenn er gut ist in seiner Sportart, dort ein Stipendium in den USA. Es war auf jeden Fall interessant, so mitzubekommen, wie begeistert dann auch hier so diese junge Dame und andere waren in der Schlange, die eben hier kurz davor waren, in die USA umzuziehen. Da muss man sich das also so vorstellen, da gibt es dann so wie beim Postamt verschiedene Schalter, also ungefähr 10. Da werden dann diese Interviews dann durchgeführt. Ich kam dann schließlich auch dran. Also mir haben definitiv nicht die Knie gezittert, also so schlimm war es nicht, aber ich war natürlich schon in gewisser Weise etwas angespannt und habe mir überlegt, ja, was wird wohl nun passieren? Die Konsularbeamtin, die mich interviewt hat, war eine relativ junge Frau, ich würde sagen Mitte 30. Sie hat mich als erstes gefragt, was ich denn in den USA machen will. Dann habe ich das ganz kurz erklärt, was eben das Unternehmen macht. Sie hatten derzeit hier auf dem Computer getippt. Und dann hat sie mir noch eine andere Frage gestellt und die war im Grunde genommen, warum so viele deutschsprachige Mandanten in die USA umziehen wollen oder ein Business eröffnen wollen. Das habe ich dann auch beantwortet, so gut ich es konnte. Das Ganze ging 1,5 Minuten. Dann hat sie mir gesagt, okay, your visa is approved und das war's. Ja, also all die Anspannung für nichts. Es war sehr freundlich, die ganze Atmosphäre in der Botschaft. Es war sehr gut organisiert. Es gab sehr viele Mitarbeiter, sehr viele Botschaftsangestellte in dieser großen Halle, die dann immer dafür gesorgt haben, dass hier die Schlange sich nach vorne bewegt, dass sie in gutem Fluss ist, dass die Leute in die richtige Richtung gehen. Also alles in allem eine positive Erfahrung. Nicht, dass mich das wirklich überrascht, denn eigentlich sind alle meine Erfahrungen mit dem amerikanischen Einwanderungssystem bisher, was mich persönlich betrifft, sehr positiv gewesen. Ich hatte noch nie diesbezüglich ein Problem und ich kann definitiv sagen, meiner Erfahrung nach, dass es auch jetzt hier unter Trump und nach dem, was wir so alles in den Medien hören, definitiv sich nichts geändert hat diesbezüglich, dass es also nicht so ist, dass hier die Mitarbeiter aggressiver, unfreundlicher, kritischer geworden sind, dass es hier so eine ablehnende Haltung gibt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es waren sehr viele Menschen da, auch viele junge Menschen. Alle waren inspiriert und alle haben sich große Hoffnung gemacht. Also eine sehr positive Stimmung hier im Allgemeinen. Und das war auch so das Gefühl, mit dem man dann nach Hause gegangen ist. Also ich will fast sagen, aus persönlicher Erfahrung kann ich nun sagen, ich kann Entwarnung geben. Mir ist natürlich schon klar, dass vieles in den USA gerade passiert, hier, wo sehr strikt hier gegen illegale Einwanderer vorgegangen wird, die dann aus dem Land geworfen werden. Aber meine Erfahrung seit 2008 ist, wer sich hier diese Mühe macht, und die Mühe ist natürlich nicht unerheblich, und es ist auch ein großer Aufwand, hier immer diese Visa zu bekommen, zu verlängern. Es kostet Anwaltsgebühren, es kostet Zeit, es kostet Vorbereitung. Aber wer sich die Mühe macht, meiner Meinung nach, und hier eben legal in die USA einwandert und hier sich an die Gesetze hält, ehrlich ist und seinen gesunden Menschenverstand benutzt, das sind ja meine 3 goldenen Regeln, was die US-Einwanderung anbelangt, der wird eigentlich meiner Meinung nach keine Probleme haben, für die USA ein Visum zu erhalten und dann dort auch leben zu können. So, also das war mein Erfahrungsbericht. Wie du siehst, müssen natürlich auch wir hier als Experten regelmäßig uns neue Visa besorgen. Wir sind davon auch nicht verschont. Wir müssen also das Gleiche dann leben, was wir predigen. Und meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch sehr dankbar natürlich hier unseren Anwaltskollegen, die das alles hier für mich vorbereitet haben. Ich habe dann auch den Anwaltskollegen natürlich haarklein von meinen Erfahrungen berichtet. Die können das nämlich dann an andere
Mandanten so weitergeben. Und ich konnte dann dort auch für ein bisschen Sicherheit sorgen, auch wenn man natürlich jetzt nicht von einem Fall hier auf alle anderen schließen kann. Also, hier Quintessenz, die USA sind open für Business. Wenn auch du dich interessierst, in die USA auszuwandern oder dort ein Unternehmen zu gründen, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Seitdem betreuen wir deutschsprachige Mandanten, die das Gleiche vorhaben, die vorhaben, in den USA ein Unternehmen zu gründen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.